Morgen. So, es geht los. Ich habe hier die Schüssel mit den Deckeln. Die sind noch in heißem Essigwasser und warten. Gläser sind bereit, Trichter ist bereit. Weitere Gläser sind noch in der Spüle. Ich habe hier die 3 Kilo Äpfel. Die sind auch alle schon gewaschen. Und die wollen wir jetzt vorbereiten. Die müssen geschält werden und entkernt werden. Die Schalen und die Kerngehäuse, die sammle ich in dieser Schüssel hier, weil mir ist der Apfelessig ausgegangen. Ich musste schon welchen kaufen. Von daher mache ich auch direkt neuen Apfelessig. Zeige ich euch am Ende des Videos auch noch, wie das geht. Jetzt geht es aber erstmal um den Apfelkompott oder Apfelmus. Das wird sehr, sehr dünnflüssig, also sehr dünnflüssig würde ich nicht sagen. Auf jeden Fall sehr fein. Und dafür schäle ich jetzt erstmal die ganzen Äpfel und hebe die Schalen auf. Stiel brauchen wir auch nicht. So. Das sind Äpfel von Nachbarn aus dem Garten. Unbekannte Sorten. 2 oder 3 verschiedene Sorten sind das. Bekommen noch mal welche Hasenkopfäpfel irgendwie so. Den muss ich aber noch abholen. Und ganz so viel auf einmal kann ich hier auch nicht machen. Von daher habe ich gesagt, ich fange jetzt erstmal mit den 3 Kilo an. Auch weil mir das mit dem Rheuma recht schwer fällt, mit dem Schälen. Ich denke mal, da habe ich nach 3 Kilo erstmal eine Pause verdient. So. So, die werden halbiert. Das ist natürlich besonders gut, wenn sie dann aus der Hand rutschen. Das passiert halt öfter mal. Ich kann nicht so richtig greifen. Und dann fällt mir das Zeug aus der Hand. So, die werden einmal halbiert, geviertelt, Kerngehäuse raus. Das kommt mit in den Essig. Das stört es nämlich nicht, der wird ja sowieso abgefiltert. Aber es gibt reichlich Geschmack noch. Ja. So. So bleibt von den 3 Kilo natürlich nicht viel übrig, ne? Aber für die paar Gläser, die ich jetzt hier bereitstehen habe, reicht das, denke ich mal. Mein Topf ist eh nicht so groß. Ich werde zwar nachher den ganz großen, den Einkochtopf holen müssen, um die Gläser nochmal einzukochen, weil ich schaffe das auch zeitlich gesehen gar nicht, den so richtig heiß abzufüllen. Dafür bin ich nicht mobil genug. So. Von daher werden die zwar relativ heiß abgefüllt, kommen aber sicherheitshalber nochmal in den Einkochtopf. So. Müssen nicht ganz so klein sein, die zerkochen ja eh. Aber ich spare mir da gerne ein bisschen Zeit. Oh, hier ist noch eine harte Stelle. So. Ich spare mir gerne ein bisschen die Kochzeit. Und dann mache ich die halt was kleiner. So. Was ich jetzt mache ist, damit die Äpfel nicht braun werden, machen wir da etwas Zitronensaft dran. Na, komm schon. Ich krieg's nicht auf. Diese neuen Verpackungen mit diesem Last-Dran-Deckel, ne, die sind also für mich echt der Horror. So, und hier vorne ist auch so ein komischer Nibbel, der war sonst nicht, sonst war das einfach so zum Aufmachen. So.
Ein guter Spritzer Zitrone. So. Und das Wasser ist kalt laufen lassen. So ein bisschen kaltes Wasser. Und dann immer mal durchschwenken, dass auch alle mit dem Zitronenwasser vernetzt sind. Und dann können die auf Seite und weiter geschält werden. Ich schäle die Äpfel jetzt hier einmal durch und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin beim letzten Apfel angekommen. Wie meine Oma gesagt hat, der schönste Apfel zum Schluss. Das ist der hier. Ja, generell, ich mache den Apfelmus, so wie meine Großmutter den immer gemacht hat. Auf zweierlei Sorten, einmal mit und einmal ohne Zimt. Dann hat man immer das, was man gerade so möchte. Ja, eine Schüssel Äpfel ist schon im Topf. Mit ein bisschen Zucker und ein bisschen Vanillezucker. Das Zitronenwasser habe ich mit reingegeben. Das macht nicht wirklich viel aus, was Säure angeht. Ich habe die Äpfel auch nicht probiert. Ich gehe mal davon aus, dass die Hälfte davon sowieso sauer ist. Und ich dementsprechend ein bisschen nachzuckern muss. So. Ja. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich das erste Mal mit meiner Oma Apfelmus gemacht habe. Da sind wir bei den Kleingärten vorbeigegangen. Und die Kleingärtner haben immer Kisten stehen gehabt zum Mitnehmen. Mit allem möglichen Obst. Und wenn dann Apfelzeit war, dann haben wir uns da Äpfel abgeholt und haben halt immer eine kleine Spende dagelassen. Manchmal sogar den Apfelmus oder Marmelade. Und ja. Und dann sind wir halt voll bepackt wieder nach Hause. Haben uns hingestellt, Äpfel gewaschen, geschält, geschnitten. Ja, es war immer eine tagesauffüllende Arbeit. Es hat Spaß gemacht. Selbst mein Cousin hat mitgemacht. Also soll man nicht meinen, dass Jungs da komisch sind, die machen da auch gerne mal mit. So. Die Schale mit den Resten, mit den Gehäusen und Schalen ist auch voll. Könnte schon fast zu viel sein für das Glas, was ich hier dafür habe. Muss ich halt noch ein zweites raussuchen. So. Das sind die Äpfel. Stelle ich mal den Kaffee auf Seite und hole den Topf was näher. Dann könnt ihr auch sehen, wie viel das ist. So. Möglichst ohne das Katzenfutter umzuschmeißen. So. Und das ist die Menge bisher. Jetzt kommt das noch da drauf. So. Der Kern natürlich nicht. So. Auch die kleinen Stücke, alle mit da rein. So. Die Schüssel kann dann schon mit Spülbecken. Gehen wir einmal durch. So. Wie gesagt, ein bisschen Zucker ist schon drauf. Ein bisschen Vanillezucker auch. Kommt aber jetzt noch was mehr. Dann können wir jetzt die Hände klebefrei kriegen. So. Ja. So, ich mache das immer nach Gefühl. Das sind jetzt 2 mal 4 Liter gewesen. Also etwa, ja, 2 mal 3 Liter. Also etwa 6 Liter. Da gebe ich dann drauf. Einen halben habe ich schon drauf. Nochmal einen halben Esslöffel Vanillezucker. Dann habe ich hier so schön im Glas. Ich mag diese Beutel nicht. Das ist. Ich habe lieber so ein Glas. Wenn ich Vanilleschoten da habe, dann kommt da immer eine Schote mit rein und Zucker und ist gut. So, und dann kommen da 3 Esslöffel ganz normaler Zucker drauf.
Na, das Glas ist schon so alt. So. Und so ein bisschen Salz, ja, damit es runder wird. So. Ich mache da kein Wasser oder sonst was dran. Es kommt jetzt so, wie es ist. Wird es nochmal umgerührt. Und ja, dann kommt es erstmal bei kleiner Hitze auf den Herd, bis sich ein bisschen Saft gebildet hat, damit es nicht ankocht. So, und dann zeige ich euch, wie ich den Essig mache. So, kleinen Moment. Einmal auf den Herd. Für den Essig habe ich hier ein großes Glas. Der Deckel ist auch ausgekocht. Hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, da ist rote Farbe zurückgeblieben. Das macht aber nichts. So, hier stopfen wir jetzt rein die Schalen und die Kerngehäuse. So. Einfach rein. Bisschen andrücken nachher, wenn man mit der Hand reinkommt. So. Ja. Das funktioniert mit gekauften Äpfeln meistens nicht. Ihr müsst da wirklich Bauernäpfel haben oder ungespritzte und ungewachste Bio-Äpfel. Ansonsten funktioniert das nicht wirklich. So. Hier sind auch sämtliche Schadstellen von den Äpfeln, weil die ja teilweise Fallobst sind hier auch mit drin. Das spielt alles gar keine Rolle. Bisschen andrücken. So. Nochmal. Also wir wollen es nicht mit Gewalt reindrücken, ein bisschen Platz soll schon sein. So. Hände waschen. Ja, am liebsten arbeite ich ja eigentlich draußen, aber auf dem Balkon ist das ein bisschen kompliziert, so mit Waschen und Herd und so weiter und so fort. So, auch hier kommt Zucker rein, damit überhaupt erstmal der Start anfängt. Wir wollen ja, dass das ein bisschen gärt und später dann Essig wird. Dann geben wir da Wasser drauf, kaltes. So, bis das gut gefüllt ist. Und bis die Äpfel auch halbwegs gut bedeckt sind. So, genau. Mehr wird da jetzt nicht gemacht. Da kommt jetzt ein Tuch drauf. Ich habe jetzt leider gerade kein kleines Küchentuch, also kein Textiltuch. Von daher nehme ich hier Zewa. Das kommt hier drauf, damit Luft arbeiten kann, aber trotzdem kein Viehzeug dran kann. Wir sind hier ein bisschen ländlich. Also wir haben auch Pferdefliegen hier und dann ist das ein bisschen doof, wenn das dann offen steht und so. Sollen ja keine Insekten. Das Gummi will nicht, das ist wohl zu groß. Dann nehmen wir ein kleineres. So. Das ist kaputt. Das ist auch kaputt. Ja. Die Sache mit den Gummis. Also eigentlich habe ich immer welche hier rumfliegen. Da ist noch eins. So, das kommt hier drum, um es ein bisschen abzudichten. So, das lasse ich hier in der Küche direkt an der Spüle stehen, weil wir müssen zwischendurch mal die Äpfel untertauchen. Ne? Damit die nicht anfangen zu schimmeln, weil das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es gärt. So.
So, jetzt habe ich hier noch für mindestens 2 Gläser, da muss ich noch welche raussuchen. Abgläser genug, so ist das nicht. So, die Tage habe ich noch gemacht Marmelade. Immer so kleine Töpfchen. Erdbeer, Himbeer und Heidelbeer. Und da ist auch immer, ja doch, das sind, was waren das jetzt, 12 von diesen kleinen Gläsern, ein etwas größeres zum Abgeben. Da war auch einer von den Äpfeln mit drin. Und saulecker geworden, aber sehr süß. Sehr süß. Das war nicht so gewollt. Ja. Gut, dann mache ich jetzt den Herd an und wir sehen uns dann wieder, wenn es ums Abfüllen geht. Bis später. So, die Äpfel sind jetzt halbwegs durchgekocht. Und jetzt drehe ich die hier durch so eine Passiermühle, damit die schön fein sind und möglichst kleine Stückchen. Und wenn das erledigt ist, dann werden sie nochmal aufgekocht, nochmal abgeschmeckt und dann kann abgefüllt werden. Ja. Ich denke mal, mit der ersten Fuhre Gläser komme ich hin. So viel ist es nicht geworden. Ja, hat gut Masse verloren. Aber wie viel rauskommt, das sehen wir ja dann nachher. So, die Äpfel sind jetzt nahezu stückchenfrei. Wieder im Topf. Werden jetzt nochmal durcherhitzt. Weil beim Passieren haben sie doch leicht Temperatur verloren. Und wenn die wieder köcheln, dann können die auch umgefüllt werden. Also bis gleich. So, das Apfelmus hat jetzt ungefähr ein Stündchen vor sich hingeköchelt, inklusive Passieren, also nach dem Passieren nochmal nachgeköchelt. Kommt jetzt in Gläser. Ich mache jetzt erstmal 2 kleine ohne Zimt, weil wir jemanden haben, der kein Zimt mag. Und danach fülle ich noch Zimt ein und fülle damit die anderen Gläschen. So, ein bisschen gucken hier. Die können ruhig voll werden. Die sind wahrscheinlich innerhalb von 2 Tagen wieder leer. Da lohnt sich das Einkochen nicht. Sicherheitshalber koche ich sie trotzdem ein. Also die sind bis hier unter dem Verschlussrand gefüllt. Kommt der Deckel drauf. Gut andrehen. Ich drehe die jetzt noch auf den Kopf, weil ich noch eine Weile brauche. Einfach um zu verhindern, dass da sich Keime ansiedeln. Das wollen wir ja nicht. So. Also es ist so fein wie möglich. Es ist natürlich nicht, als wenn ich es durch ein Tuch gefiltert hätte oder durch ein feines Netz, durch ein Haarsieb. Aber so fein wie es halt ging mit dem Passiergerät. Schmeckt auch richtig gut, also ist nicht zu süß, nicht zu sauer. Um nicht zu sagen, es ist eigentlich perfekt. So, der Trichter darüber. Ja, das ist ein Silikontrichter. Den habe ich mir unten ein Stück abgeschnitten, weil der sehr eng war. Aber das ist im Eigentlichen nicht schlimm, weil es ist Silikon und der franzt nicht aus oder sonst was. So, also ich nehme hier handelsüblichen Zimt. Ja. Keine Zimtstangen, weil das würde jetzt noch dauern. Und ja, mach hier gut einen Esslöffel rein. So, die Kelle mal raus und verrühren das Ganze einmal ordentlich. Ja. Also wer mag, kann da auch Rosinen reinmachen, die vielleicht vorher mit ein bisschen Apfelsaft einweichen. Ja, wir mögen es halt gerne mit Zimt. Generell so Zimt ein sehr beliebtes Gewürz bei uns im Haushalt. Und also auch Cola mit Zimt, ne? Dr. Pepper kennt ihr bestimmt.
Ja, Milchreis, Grießbrei. Zimt geht eigentlich überall. So, dann müssen wir hier ordentlich durchrühren, damit wir keine Nester haben. Also ein Nest wird auch gerne mal scharf. So. 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 Seite. Und dann können wir auch die großen Gläser befüllen. Ich weiß nicht, also es ist weniger geworden, als ich dachte. Normalerweise habe ich eher das Problem, es wird mehr, als ich denke. Und dann habe ich zu wenig Gläser. Aber diesmal habe ich mehr Gläser, als ich brauche. Das macht aber nichts. Wie gesagt, da kommen ja noch Hasenköpfe. Und nutze ich die Gläser halt einfach dafür. So, jetzt muss ich mal gucken. So ein bisschen geht noch. So. Ein bisschen. Ja. Oh, geht noch ein kleines bisschen. So. Und das nächste Glas. Ja, ja. Nee, da ist außen Rand gelaufen. Na, ganz toll. Das ist egal. Muss ich sauber machen. Ist aber nicht das Problem. Auch das wird zugeschraubt und auf den Kopf gestellt. So. Also wenn ihr schnell genug seid mit dem Umfüllen und die Gläser schnell genug zu habt, dann geht das. Dann könnt ihr die normal stehen lassen und dann einfach einkochen. Ich bin allerdings hier nicht ganz so schnell. Und dann mache ich es lieber so, dass ich sie nochmal kurz am Kopf stelle. So, mal gucken hier. So, na, ein großes ist es nicht mehr, dann muss ich doch noch ein kleines nehmen. Ich nur gleich darauf achten, dass ich die Gläser untereinander nicht vertausche. Da noch einen andersfarbigen Deckel vielleicht. Ja, der ist besser. Den nehmen wir dann dafür. So, jetzt brauchen wir aber erst noch einen großen. So, zu. Umdrehen, fertig. Ja. Also, es ist vielleicht jetzt hier noch das Gläschen. Mehr ist das dann auch nicht. Es lohnt sich trotzdem. Es lohnt sich trotzdem. So, den Rest hole ich mit dem Schaber raus. Nichts verschwinden. Kleine Kinder, die hier mit dem Kopf in den Topf gehen, haben wir nicht mehr. Also machen wir das so. So. Ja. Ist immer viel Arbeit, das ist klar, aber es lohnt sich. Ja. Man weiß, was drin ist, man weiß, was nicht drin ist. Irgendwelche Chemikalien sind nicht drin. Und ich denke mal, genau das ist es, was auch gesundheitlich zuträglich ist. Gerade bei Leuten, die Autoimmunkrankheiten haben, wie in meinem Fall. Also ich muss immer ganz genau gucken. Ich darf zum Beispiel eigentlich kein Schweinefleisch essen. Da haben wir allerdings einen Weg gefunden. Und zwar gibt es in bestimmten Supermärkten und manchmal auch beim Metzger Sauenfilets. So, Löffel ablecken, klar. Und Sauenfilets haben diese, naja, es ist irgendein Hormon, das da halt nicht drin ist, was bei normalem Schweinefleisch aber drin ist. So, das
brauche ich eigentlich gar nicht einkochen. Das wird heute noch gegessen. Ich stelle es trotzdem auf den Kopf, sicherheitshalber. So, ja, jetzt mache ich den Topf fertig, dass ich einkochen kann. Der große lohnt nämlich jetzt nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis nachher. So, wenn ich im normalen Topf einkoche, dann nehme ich ein Tuch darunter. Wasser kommt bis an den Rand von den großen Gläsern. Die Luftblasen, die da jetzt aufsteigen, die sind von unterm Tuch, die kommen also nicht aus den Gläsern. Die sind von unten drunter, was ich übersehen kann. So, die Gläser sind alle gut zugedreht. Temperatureinstellung ist 100 Grad. Und sobald das Wasser die Temperatur erreicht hat, geben wir denen eine halbe Stunde und dann sind die auch haltbar. Man sagt ein halbes Jahr, ja, es geht länger, ihr müsst immer gucken, ist das Vakuum noch da, das merkt ihr an den Deckeln. Und selbst wenn das Vakuum noch da ist, nach einer gewissen Zeit, Deckel auf, riechen, anschauen, kleines bisschen probieren und ihr werdet so oder so merken. So, ja, die haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, sobald das Wasser kocht. Das geht recht schnell mit dem Induktionsfeld. Und dann sehen wir uns abschließend nochmal wieder. So, die Gläser sind raus und kühlen jetzt ganz in Ruhe aus. Kühlen mitten in der Küche, weit weg vom Fenster, damit sie ja keinen Zug kriegen. Und ja, Essig macht sich auch. Marmelade von letztens ist auch am Start. Ja, das seht ihr hier? Kleine Fliegen. Damit müsst ihr leben, wenn ihr Essig macht. Generell, weil die Fliegen kriegen mit, da ist was Essbares. Und deswegen mit dem Tuch dicht abdecken, dass sie nicht rein können. Das Glas aber trotzdem atmen kann. Ja. Also der Deckel hier, der lag jetzt nur oben locker drauf. Das kann atmen. Und jeden Tag einmal aufmachen, ein bisschen die Äpfel runterdrücken, wenn die aufschwimmen. Und ja, und sobald wir merken, ja, da hat sich Alkohol gebildet, wird das abgeschüttet, also durchgesiebt und in ein neues Glas und darf dann zu Essig werden. Aber erstmal muss es Alkohol werden und das dauert erstmal noch eine Weile. Ja, die Gläser kühlen jetzt langsam ab. Ist noch Druck drauf, aber die hier hinten fangen schon an. Die großen fangen schon an, die kleinen noch nicht. Ja, und sobald die Unterdruck gezogen haben, wissen wir auch, dass alles funktioniert hat. So, ja, das war's für heute. Beim nächsten Apfelmus nehme ich euch nicht mit, weil im Endeffekt ist es genau das gleiche. Aber wir werden mit Sicherheit noch mehr einmachen dieses Jahr. Also dann, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.